Mr. Minister, my friend Boris, thank you. Thank you for coming, first of all. It's a great honor for us that you are visiting us during the war. You stand with Israel. We do. Germany is a leader in NATO, a leader in Europe, a leader in the free world, and the connection between Israel and Germany are very important for all of us. And let me say that we were attacked brutally by the ISIS of Gaza, Hamas, and we are going to retaliate and to demolish Hamas. And we will do anything possible to bring our hostages, our dear people and families back home, and including German citizens that are in the hands of Hamas. And we were talking about it, and thank you. And to all of you, I can say that never again for the IDF and Israel is not a slogan. It's a commitment. Thank you. Dear Yoav, thank you for your words and your time, and I'm really very glad to be here because it gives me the opportunity to emphasize and to repeat what the Chancellor said during his visit to Israel 2 days ago. There is no other place for Germany than at the side of Israel. We stand with you. We support you with whatever we can. And at the same time, of course, we are looking with a lot of sorrows and worries what is going on and what might be the consequence of escalation. And now I would, if you don't mind, switch to German because it's very important to be as precise as possible in issues like that. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und in der Tat die Situation ist unerträglich. Die Bilder, die wir gesehen haben in den letzten Tagen und Wochen, aber auch jetzt gerade noch mal in der gemeinsamen Besprechung, sind einfach unbeschreiblich. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Menschenverachtend, brutal und absolut grauenvoll und grausam. Und das hat nichts mit einem Krieg zu tun, was die Hamas hier begonnen hat. Das ist ein terroristischer Anschlag, dessen Menschenverachtung, die dabei zum Ausdruck kommt, kaum zu übertreffen ist. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das für dich eine besondere Herausforderung ist, als jemand, der über 45 Jahre im Dienst Israels gestanden hat, das zu ertragen und als Vater und Großvater allemal. Und ich kann die Verantwortung, die auf deinen Schultern jetzt gerade lastet, eigentlich nur erahnen. Und ja, ungefähr vor 3 Wochen warst du noch bei mir in Berlin im Bänder-Block und wir haben über Arrows 3 gesprochen und Vereinbarungen unterschrieben. Und jetzt in diesen schweren Stunden bin ich hier, um dir zu zeigen, dass ich auch persönlich als Verteidigungsminister mich dir in dieser Situation besonders verbunden fühle und an deiner Seite stehe, sowie die ganze Bundesregierung und Deutschland insgesamt. Das Ausmaß des barbarischen Terrors vom 7. Oktober gegen die Zivilbevölkerung, das fällt mir immer noch schwer in Worte zu fassen. Nur so viel, diese unmenschliche Brutalität hat uns in Deutschland zutiefst erschüttert. Frau Gaas? First of all, let me say that I'm very, very happy to be here. The situation is indeed absolutely unbearable. The images we have seen over the last few days and weeks, and also just now in our bilateral talk, are absolutely indescribable. They're brutal, they're atrocious. What Hamas is waging right now is actually not a war, but it's a heinous terrorist attack that shows complete disregard for human dignity. And I am pretty sure that for you, Yoav, this must be an insurmountable challenge. You have served so many years for the country of Israel, and you yourself are a father, you're a grandfather, and it must make this all so much more harder on you. And I can only hardly fathom the responsibility that is resting on your shoulders
right now. And just 3 weeks ago, you were with me in Berlin. You visited me in the Bettler block, and we talked about the Arrow 3 project. And right now, here today, I stand with you in these very dark hours for your country. And I feel so very close to you, just as the rest of the federal government and Germany as a whole. I hardly have any words to describe the scope of this terrorist attack that happened on October 7th. It was just unbearable brutality. Und ich bin sehr froh, lieber Yoav, dass du auch in unserem Gespräch sehr deutlich gemacht hast, dass Israel sich gleichzeitig seiner enormen Verantwortung für die Region neben der für die eigene Sicherheit bewusst ist und dass es natürlich darum geht, das Land zu verteidigen, dein Volk zu beschützen und gegen die Hamas vorzugehen, dass ihr aber gleichzeitig euch bewusst seid, wie wichtig es ist, zivile Opfer zu vermeiden, wo immer es möglich ist, so wie es das Völkerrecht für uns alle vorgibt. Und doch, das ist eine große Herausforderung. I am very happy that you, Yoav, also made it very clear in our talk just now that Israel is very much aware of the responsibility that it bears also to provide for its own security, and also that you have to defend your country, you have to protect your people, and that you have to fight Hamas. But at the same time, you're very much aware that you have to avoid civilian casualties at all costs in accordance with international law, which of course you're entitled to and presents a huge challenge. Und vielen Dank dafür, dass du das auch noch einmal unterstrichen hast. Und gleichzeitig besteht kein Zweifel daran, lieber Yoav, was immer wir tun können, um zu unterstützen, mit Material, mit Unterstützung, werden wir tun. Das, was ich dir heute geben kann, ist meine ganz klare, felsenfeste Solidarität. Daher abschließend noch einmal, Deutschland steht an der Seite Israels, steht an der Seite der Menschen in Israel. Thank you very much again, Yoav, for making that very clear. And I would like to leave no doubt in your mind that whatever it is that we can do for you, be it, for example, by supporting you, by providing equipment, we will be happy to do that. But what I can show you today, very concretely, is my rock-solid solidarity. And so in closing, let me reiterate that Germany stands by Israel and Germany stands by the people of Israel. Und das gilt natürlich insbesondere auch bei jedweder Unterstützung, die wir leisten können, gemeinsam alles dafür zu tun, dass die Geiseln aus der furchtbaren Gefangenschaft der Hamas so schnell wie möglich befreit werden. Das ist die vordringlichste Aufgabe und wir stimmen uns ab, was immer wir tun können, werden wir in dieser Frage tun. And of course, that also very much applies to everything that we can do together to liberate the hostages that are currently being held by the Hamas. This is a priority task for us, and it needs to be dealt with as soon as possible. And we will, of course, be happy to coordinate on that. Meine Gedanken sind bei den Geiseln und bei ihren Angehörigen, die vor Sorge vergehen müssen in dieser Phase. Und ich bin sehr entschlossen, zusammen mit der ganzen Bundesregierung und allen Menschen, die dazu beitragen können, diese Geiseln aus ihrer Gefangenschaft, aus ihrer Qual zu befreien. My thoughts go out to the hostages and all of their loved ones who must be sick with worry at this point. And I'm very determined, together with the federal government and everyone who can make a contribution to that, to save these hostages and to relieve them from this misery. Thank you very much, Boris.